Hallo. Hallo. Willkommen. Wir sind jetzt in Rahlstedt, bei dir um die Ecke. Genau. Das heißt, ganz östlich von Hamburg, nordöstlich. Ja, ziemlich weit, ja. Das ist deine schöne Umgebung, muss ich sagen. Das ist sehr schön, hast du hier. Wir zeigen natürlich nicht, wo du wohnst. Aber diejenigen, die kennen die Umgebung, kann schon erkennen, wo wir sind. Wir suchen jetzt einen schönen Platz, an dem wir spielen können. Ich bin hier gekommen, extra ein Spiel vorzuführen. Wie sagt man das? Ja, vorzuführen, kann man Vorzuführen, sagen. genau. Ja. Das ist eine große Überraschung und das Spiel heißt Kup. Kup. Ganz einfach. Anders gesagt, ab Deutsch? Ja, man kennt es auch unter Wikingerschach. Genau. Mhm. Und wir werden heute auch ganz genau erklären, wie man das spielt. Das Spiel haben wir schon ausprobiert, das heißt, es wird keine Fehler geben mit der Erklärung. Wir haben natürlich extra recherchiert im Internet, ob wir richtig spielen. Ja? Genau, das ist nicht schwer. Es ist nicht schwer und wir wollen euch gerne zeigen, wie man das Spiel spielt. Sozusagen, Genau, ne? also die Spielregeln sind nicht schwer, der Rest schon. Wir erklären, während wir spielen, oder? Oder willst du es vorher erklären? Wo wollen wir spielen? Sag mal. Wir brauchen eine glatte Fläche, nicht wo so Steine rausgucken. So, hier haben wir eine perfekte Ecke gefunden. Hier passt es auch. Schau mal, die Größe passt. Was denkst Die du? passt? Ja, Okay, dann lass uns hier. ja, okay. Perfekt, okay. Die Hölzer machen wir dann beiseite, wenn wir die aufstellen. Gut. Ja? Dann Das beiseite rum. kannst du uns ein bisschen erklären, was hast du da in der Tüte? Sag mal. Also, wir haben 6 Wurfhölzer. Aha. 4, 5. Finden wir noch? Wir haben Hölzer, um das Feld abzustecken. Wir spielen mit 5 mal 8 Metern. Ne? Das ist das Standardspiel sozusagen, Genau. ne? Für Kinder etwas kleiner, für Profis etwas größer. Genau. Ne? Man kann das selber entscheiden. Dann hat jeder 5 Kups oder Bauern, wie auch Ja, immer man 5 das Bauern. nennen möchte. Und ich wollte noch kurz andeuten, der König hat die Masse, die Größe von 30 cm. Das ist so eine XXL-Version. Ne? Mhm. Was kostet so ein Spiel ungefähr? Ja, Kannst du mal sagen? 40, 50 Euro kann man locker ausgeben mit einem Gummibaumholz. Mhm. Oder Buche natürlich auch toll. Kiefer splittert schnell ab. Wir haben Gummibaum, richtig? Ja, genau. Ja. Was haben wir dafür bezahlt? Du hast einen Schnapper gemacht bei eBay. Ja. Sag mal nochmal. Okay, ich habe 11,50 Euro bezahlt. 4,50 Euro Versand dazu, das heißt 16, ich war nicht mehr als 16 Euro alles zusammen. Okay. Und ich bin zufrieden, weil das ist natürlich, das kostet das doppelte Minimum, ne? Mhm. Oder noch mehr, wenn man das irgendwo woanders kauft, bei Amazon oder sowas, ne? Mhm. Viel teurer. Ja. Okay, wir haben das ein bisschen dreckig gemacht, weil wir letztes Mal gespielt haben. Wir haben in den Regen gespielt, das heißt, es ist ein bisschen dreckiger geworden, aber macht nichts. Ich besorge irgendwann mit Christiane so ein schönes Lack, durchsichtige Lack. Ja. Ein bisschen anschleifen und dann werde ich das schon wieder neu lackieren mit dir. Ja, Ne? dann hält das auch ein bisschen länger, ne? Mhm. Genau. Wieso spielen wir das Spiel? Sag mal. Wie bist du darauf gekommen, dass wir sowas kaufen müssen und spielen? Naja, wir wollen ja immer gerne draußen spielen. Ja. Und irgendwie ist mir das in den Sinn gekommen, das habe ich gesehen schon öfter mal. Bei wem hast du das gesehen? Im Stadtpark, am Strand haben Leute das gespielt. Ich habe die Spielregeln nie verstanden. Ich meine, hat mir auch keiner erklärt. Genau. Oder ich habe es mir nicht rausgesucht. Und ich habe gedacht, warum nicht? Lass uns das probieren. Und du warst gleich heiß, ne? Genau. Ich habe zusammen mit Christiane ein paar Videos schon nachgeschaut, dass wir das Spiel verstehen können. Wir sind jetzt ziemlich sicher, dass wir wissen, worum es geht. Das heißt, wir werden euch gerne zeigen, wie man das Spiel spielt. Und vielleicht seid ihr auch dran, mit das Spiel eventuell zu besorgen für euch selber. Und bei schönem Wetter heute ist nicht den Fall, aber geht noch. Es ist trocken einigermaßen und macht ihr das gleiche mit euren Freunden, Familien und so weiter. Ja, wir spielen zu zweit. Und man kann es bis zu 12 Personen spielen, ne? 6 auf der einen Seite, 6 auf der anderen, jeder ein Holz. Aha. Okay, wir machen die Variante, jeder 6 Hölzer. Genau. Genau.
Gut, dann als erstes, was muss man machen? Also erstmal das Feld abstecken. Genau, wie groß das Feld sein soll. Also wir spielen die normale Variante 8 mal 5. Genau. Richtig? Das heißt, Ungefähr. 8 mal die Länge, Ja. 5 mal die Breite. Ganz genau. Okay, fangen wir an. Dann Okay. zeig mal uns. Ich guck mal, ob ich das mit der Kraft schaffe. Okay. Egal wie, ne? Ich brauche dich, glaube ich, zum Drücken. Okay, das mache ich Mal schon. die Kups benutzt, um da rein zu klopfen, aber das war nicht gut. Das ist ein bisschen gesplittert, ne? Okay, Also du darfst gleich noch mal ein bisschen nachdrücken. mach ich, warte. Upsa. Okay. Okay. 1, 5. Okay. Reingefallen. Ja? Hier haben wir 5 Meter, genau. Jetzt ist gerade. Okay, da darfst du auch gleich Okay, und jetzt? 8, ne? 1, 2, 3. Gut, das sind die 8 Meter. Bin ich ungefähr? Ne, ist ein bisschen so, ne? Das ist perfekt. Okay. Und nochmal 5, ja? 1, 2, 5. Ja, das kommt hin. Ungefähr, ja? Wir sind ja keine Profis, ne? Ne, das ist gut. Das sieht sehr gut aus. Das heißt, jetzt der König in der Mitte. Okay. 1, 2. Ja? Gut, das ist die Mitte. Wie sieht das aus? Sieht sehr gut aus. Okay, also die gedachte Linie ist die Mitte. Okay. Okay, die brauchen wir nachher um unser Feld. Und jetzt, man bekommt 5 Bauer. Jawohl. Ups, genau genommen. Und man stellt die einfach dazwischen, ne? Genau. 1. Beim König ist hier die Mitte. 2. Zwischen den beiden. Ja, nicht so einfach, wenn die auf einer Wiese. Ja. Der fällt ja von alleine, ne? Mhm. So, hier bei dem noch ein. Und hier nochmal mittig. Oh, bin ein bisschen schief, kann das Das sein? ist egal, das ist wunderbar. Okay, und jetzt die andere Seite, ne? Genau, das gleiche auf der anderen Seite. Ich möchte mich entschuldigen, dass ich das lasse, einfach Christian zu machen, weil ich bin hier der Kameramann hier gerade. Beides geht nicht, ne? Beides geht nicht. Und ich möchte das unbedingt richtig aufnehmen, dass wir das alles gut euch gut erklären können, ne, Christiane? Ja, genau. Ja, das ist ja auch keine schwere Arbeit. Ne? Genau. Das ist der zweite, der dritte, ja genau. Vierte. Ja, die Linie ist nicht ganz gerade. Wer es Gut. gerader macht, macht es eben richtiger. Ja. Okay. Was haben wir über das Spiel so ein bisschen recherchiert? Woher kommt das? Hast du schon ein bisschen Info darüber? Also es soll ja wirklich von den Wikingern kommen. Ne? In Skandinavien ist das wohl auch ganz groß verbreitet. Und die Wikinger haben es so ein bisschen in die Welt getragen. Ob das stimmt oder ob es doch die Ägypter waren oder ob die Wikinger das dahin gebracht haben. Was ich nachgelesen habe, Wer weiß. angeblich vor 5200 Jahren, Ägypter haben schon damit gespielt. Und natürlich, man weiß nie, woher kommt das, aber das ist bestimmt sehr uralt. Man sieht, man spielt mit der Stöcke, mit der Holzstöcke. Das heißt, man hat einfach verschiedene Stöcke gefunden und miteinander gespielt. Und das ist wahrscheinlich seit 1000 Jahren. Das heißt, genaue Herkunft, das ist schwer zu sagen. Ne? Ja, es wird wohl in anderen Ländern nur mit Steinen gespielt. Aber es ist natürlich egal. beliebt, das Spiel zu spielen in Skandinavien, in Schweden. Ne? Man hat das ein bisschen nachgelesen. Dänemark, ja, generell Skandinavien. Genau. Bisschen USA und Deutschland ist es auch ein bisschen da. Ne? Aber in Osteuropa habe ich das Spiel noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Ne? Deswegen ist es komplett Neuheit für mich und das werde ich auch gerne euch vorführen. Ne? Gut. Ja. Okay, jetzt haben wir die perfekte Blick auf das Feld, Leute. Ne? Und Christiane, wer fängt das Spiel an? Es fängt derjenige an, der dichter beim König ist. Man kann das von einer Seite spielen oder gegeneinander. Ich glaube, das ist egal. Jeder wirft einen Holzstock und wer dichter beim König ist, fängt an. Nicht so, nicht so, nicht so. Die Hand geht nach vorne und es wird Sag mal, wie fährt man? so. Die Hand nach vorne. Es darf nicht gedreht werden oder sonst irgendwas. Das ist Okay, verboten. okay, warte. Okay.
Okay, jetzt So. bist du dran. Jetzt ich bin dran. Okay, komm mal Du bist dicht dabei. Komm mal her. Nee, wenn wir sehen, wer ist wirklich am dichtesten? Guck mal, deine Spitze Meine Spitze ist näher, ne? ist dichter als meiner. Das heißt, ich will am dichtesten bei König. Und das heißt, ich fange an. Du bist- Ich habe 6 Würfel, ne? Jawohl, Und während das Spiel erkläre ich euch, wie es funktioniert, ne? jawohl. Gut, So, dann komm mit. das sind 3, dann hast du 2. So, jetzt geht es hinter die Linie. Da, wo die Bauern sind, ist die Hier fange ich Linie. an. Ich darf nicht über die Linie, ja? Nein, du musst mit beiden Füßen, habe ich auch gerade mit beiden Füßen hinter der Linie. Was ist meine Aufgabe jetzt beim Spiel? Deine Aufgabe ist, mit deinen Wurfhölzern meine Bauern auf der anderen Seite zu mal. treffen. 1, 2, 3, 4, 5, ne? 5 Bauern, Und genau. egal welche, ne? Egal, Reihenfolge egal, Hauptsache treffen. Genau. Was passiert, wenn ich jetzt eine umschmeiße? Weißt du was? Das machen wir dann, wenn es soweit ist. Okay, sehr gut, sehr gut. sehr Ja? gut. Okay, Das- ich fange sonst- jetzt an. Sonst erklären wir zu viel. Los geht's. Ich habe jetzt getroffen. Okay. Das heißt, du hast keinen getroffen, ich bin dran. Okay. Gegnerische Mannschaft. Gut. Was soll ich machen? Ja, ich weiß, was du meinst. Was mache ich jetzt? Ich werde jetzt pro Wurf Holz versuchen, die Coups umzuschmeißen. Das ist, dann können wir weiter erklären. Ja? Das muss natürlich erstmal klappen. Vorsichtig. Okay. So. Ich hoffe, ich schieße den Kameramann nicht ab. Okay, ich darf auch von der Seite so quer, das ist egal. Einmal treffen wäre toll. Ah, verdammt. Oh, das war nicht gut. Es wird ein langes Spiel. Okay, wir wechseln. Bis jetzt hat keiner von uns getroffen, ne? Sozusagen. Und ich habe immer noch die Chance, das Spiel zu anfangen. Ne? So geht's los. Ich war so nah. Doch, heute geht nicht einfach, ne? Oh, Leute, ich habe nicht gesagt. Jetzt bist du wieder dran. Das hatten wir auch noch nicht. Guck mal, Leute, ich habe gar nicht mal geschafft. Aber egal. So einfach ist das nicht, ne, Christiane? Nein, diese Hölzer sind ja eckig, rund natürlich auch. Aber es ist nicht wie mit einem Ball etwas abzuschmeißen. Es sieht einfacher aus, als es ist. Okay. Puh, ich versuche es mal mit einem anderen. Yes, endlich. Okay, ich hab noch 2 Hölzer, ich darf es weiter probieren. Schade, okay. Einer ist schon mal besser als keiner. Was passiert jetzt? Jetzt wird dieser Coup, den ich getroffen habe, von meinem Gegner genommen, das bist du in dem Fall, und du schmeißt ihn über die Mittellinie. Okay, das heißt, ich bin jetzt dran. Jawohl. Ich nehme deinen Ja. umgefallen, ne? Genau. Und ich schmeiß über die Linie. Warum schmeiße ich über die Linie? Warum kann ich nicht weiter irgendwo am Feld? Oh, kann ich hier schmeißen vor der Königin? Dieser Coup ist entscheidend, das heißt, als nächstes musst du ihn noch umschmeißen. Ne? Du schmeißt von der das ist besser, wenn wir es gleich erklären. Ja? Von deiner Linie aus versuchst du dann er muss über die Mittellinie drüber und dann gehst du auf deine Linie und versuchst ihn umzuschmeißen. Okay, lass uns das sehen. Ja, Halt mal kurz. Das heißt, als erstes, ich nehme dein ja, Bauer, ne? ja, Und dann schmeiße ich
ich darf nicht vor der Linie, Nein, vor der König. ja. Was passiert dann? Also erstmal ist es nicht erlaubt und es wäre auch ziemlich blöd, weil wenn du ihn nämlich nicht triffst, darf ich bei meinem nächsten Wurf bis zu dieser Linie, wo er steht, rantreten und da eine Bauern abwerfen. Das wäre schon ziemlich blöd, wenn sie genau bei dir stehen. Vergessen. Na, Christiane hat vergessen zu sagen, wenn ich jetzt hier schmeiße, ja, es zählt nicht. das stimmt. Du hast zwei Versuche. Versuche. Das heißt- Ansonsten, Das heißt, ich muss werfen über der Linie. Am besten nicht so weit, aber so nah dran wie der König ist. na, der ist nicht. Bisschen über, okay, angenommen ein bisschen hier. Ja, Der näher, der besser für mich, ja? Hier? Nein. das wäre schlecht. Warum nicht, wenn ich hier treffe? Warum nicht hier? Weil du hast das dann ja ein bisschen schwieriger, ihn zu treffen. Genau. Für- Das heißt, Es ist besser, wenn er dicht. meine Aufgabe ist, wir treffen so nah über die Linie, ne? Sozusagen, egal wo, ne? Genau. Er muss einfach nur über die Mittellinie, die Okay, der. ich mache es. Genau. Wenn du zweimal nicht über die Mittellinie kommst, muss der leider raus. Okay, dann jetzt versuche ich. Wir sind hier beim König und über diese Linie hätten wir gerne einen Wurf. Warte, ich würde gerne noch ein Stück zurückgehen, damit ich ein bisschen mehr. Jetzt, okay. Okay, Okay, das der heißt, ist über der Mittellinie. ich muss jetzt den hinstellen, ja? Ja, du darfst ihn hinstellen, wie du möchtest. Okay, ich Genau, muss das hinstellen genau. und dann weiter werfen. Mit deinen Wurfhölzern. Was? Wurfhölzer. Genau, ich Ja. werfe mit meinem Würfel auf was? Zuerst musst du den Bauern, den du gerade hingestellt hast, umwerfen. Das heißt, ich nehme meine 6, warte, komm mit. Das heißt, ich nehme meine 6. Du musst den umwerfen, bevor du meine anderen Bauern attackierst. Das heißt, ich darf nicht, sag mal, ich darf nicht auf Bauer jetzt werfen. Nein. Als erstes muss ich hier werfen, ja? Ganz genau. Du musst den ich dir abgeschossen habe, den musst du jetzt zuerst umwerfen. Alles andere ist nicht erlaubt. Nur den. Doch nicht einfach. Nein. Man denkt, der ist so dicht bei. Kleine Docke. Wow, sehr schön. So, wie viele Hölzer hast du noch? 2. Mit den beiden darfst du jetzt die anderen Bauern attackieren. Aber das heißt, dein Bauer gegenüber und jetzt geht weg. Das Der heißt, geht raus. Es ist einfach nur so, dass du 4 Bauern noch hast. Okay. Ich habe noch 5. Wer ist besser? du, Na? Wenn alle Bauern weg sind, dann darf man den König aber der geht jetzt angreifen. weg vom Feld. Ganz sozusagen, genau, den brauchen wir hier nicht mehr. Attacke. Ja? So, jetzt. Okay, leider keine. Unsere 6 Werfhölzer. Es hätte ja auch sein können, dass du diesen einen nicht triffst. Das hätte ja sein können. Dann hast du 6 Würfe gehabt und du triffst nicht einen einzigen. Dann hätte ich jetzt bis zu diesem Punkt, wo er stand, nach vorne gehen dürfen Aber das muss und ich diese am abschneiden. besten zeigen von dem Spiel. Ne? Das kommt natürlich bestimmt gleich, dass Vielleicht. wir das zeigen können. Ne? Das kann sein. Das wird bestimmt noch passieren, wenn ich schmeiße. Oh, Nummer 1 getroffen. Ich bin begeistert. Nummer 2 schon. Oder ja, einem Wurf jetzt, ne? Okay. Okay. Das ist der Bauer, ne? Jawohl. Als erstes, ne? Jawohl. Gut, dann werfe ich wieder hier. Muss ich hinstellen, ne? Natürlich. Ganz genau. Und dann, wie vorher, was du gesagt, mit 6 Würfholzer wieder nochmal werfen, ne? Ganz genau. Hauptsache, du bist im Spielfeld. Egal wo, ne? Völlig egal. Oh, so nah dran, Leute.
Ei. Ah, das war knapp. Okay, So, jetzt kannst du uns zeigen, was passiert jetzt als nächstes. Ich habe meine 6 Würfer gehabt, nie getroffen, aber der Bauer steht immer noch da. Was passiert genau. jetzt? So, jetzt habe ich das große Glück und darf von hier aus, wo sind deine Bauern? Da, ich schmeiß gerade auf meine, das wäre... Der Weg hat sich verkürzt um die Hälfte sozusagen, ne? Ja, fast um die Hälfte. Ja. Es sieht einfach aus und man denkt, ach, leicht, aber nein, leider nicht. Das heißt, das ist dein Glück sozusagen, dass ich nie getroffen habe, dass du Genau. ein bisschen näher bist zu meinem Bauer. Genau, sozusagen, genau, ne? jawohl. Und dann gedachte Linie, Spielfeldrand, kann ich auch hier hingehen. Ja, ist tatsächlich ein bisschen einfacher. Oh, genau dazwischen. Das gibt's doch nicht. Ich habe mir gerade eine Stütze gebaut. Oh, okay, Das steht weiter, ne? Sozusagen, ne? genau. Und jetzt hast du gerade eine. Ich habe wieder einen umgeschmissen. Ich bekomme die Kamera. Und du? Das heißt, ich muss, jetzt habe ich noch schwerer, ich habe jetzt 2. Also, eine zweite, Ja. bevor ich die weiter bei dir speisen darf. Ja, du musst jetzt wieder über die Hälfte. Ich versuche es so nah zu werfen. Oh, das ist gar nicht gut. Was passiert, wenn ich den König umfalle? Was passiert Ja. dann? Wenn der König fällt, ist das Spiel zu Ende. Oh. Der König geht um eine Stablänge, der Coup geht um eine Wurfstablänge entfernt. Das heißt, du stellst den natürlich jetzt nicht dahin, sondern du kannst einen Wurfstab nehmen. So viel Entfernung muss ein Coup zum König haben. So oder so oder so oder so. So. Das heißt, der bleibt da, ne? Der bleibt da. Ne? Aber heißt- eine Länge bitte. Das heißt, ich habe jetzt 2, davon Ja. muss ich umfallen, bevor ich da fange. So ist es. Hey, super. Hey. Nummer 1 kann gleich raus. Jawohl. Und jetzt hast du noch einen und mit dem darfst du, genau, auf das End. Okay, Das heißt, die kann ich wieder vom Feld, ne? die gehen raus, genau. Und wir werfen noch mal einen Blick auf Roman seine Bauern. Roman hat nur noch 2. Ups, ich habe noch 5. Das heißt, ich bin kurz zu verlieren. Naja, es dauert bestimmt noch, aber es sieht für mich diesmal richtig gut aus. Sonst verliere ich immer. Das ist unsere gute Spielerin, Christiane. Heute mache ich es für euch. Ich muss ja euch sagen, die Frau ist richtig sportbegabt. Man sieht das, ne? Die sagt, ich kann nicht spielen. Guck mal, wie sie, wie sie alles macht. Gut, ich habe auch mal Glück, ne? Das muss man auch mal sagen. Okay. Dann versuche ich noch mal den. Oh, den habe ich ja fast verloren. Sind die schwer, generell? Nein, die sind ganz leicht, aber ein bisschen Gewicht ist gut, weil die sollen ja auch fliegen und sollen natürlich auch was umschmeißen. Warte, gut. Okay, diesmal nichts, aber es macht Spaß. Richtig Spaß. Muss ich sagen, das macht ja, richtig Spaß. Ja. Und wenn man mit mehreren spielt, ist das wahrscheinlich noch ein bisschen interessanter. So, dann gucke ich mir noch mal einen schönen Winkel aus. Ich schaue mal, wie es hier oben ausschaut. Ja, Was sind die ja gut, ja. jetzt habe ich einen guten Winkel.
Das kann nicht wahr sein. Aber sie sehen gut aus. Guck mal, die sind in einer Linie hier. Ja, aber keiner hat getroffen. Sorry, Oh. ich bin ein Loser. Oh Gott, sonst ist das mein Part. 3, 4, 5, Einer hinter dir. 6. Warum gehe ich? Okay, der in der Ecke, der macht mir Sorgen. Ich im anderen. Ach, Kindchen, fall mal um. Oh. Uiuiui. Gibt's doch nicht. Yes! Das war hoffentlich nichts. Wieder getroffen. Kann nicht wahr sein. Irgendwie bin ich in meinem Schlechtsein auch gut, oder? Ach, schade. Okay, So, es sieht so aus, wie wenn wir hier bald eine Gewinnerin haben. noch nicht. Du bist sehr gut, muss ich sagen. Das heißt, wir machen das Gleiche. Ziemlich einfach, Leute. Ne? Ich nehme wieder den Bauer. Ich habe leider nur eine. Sie ist kurz vor das Gewinnen sozusagen. Aber die Chance ist noch nicht verloren. So Ne? ist es, genau. Es kann sein, dass ich jetzt nichts mehr treffe und du meine 5 absäbelst. Also Lieber eine versuchen. Okay. bitte nicht aufgeben. Also, jetzt geht wieder der Bauer, den ich umgeschmissen habe, in meine Hälfte. Und wow, sehr weit. Aber geworfen ist geworfen. Genau. Jetzt meint es wieder 6 Stocker, ne? Jawohl. Attacke auf den Coup. Ja, wunderbar. Und jetzt geht's auf die anderen. Alle die, die hinten liegen. Wie viele hast du noch? 4, ne? Gut. So. Ich würde sagen, bisschen Anstrengung, Konzentration. Da geht noch was. Ah, Nein, das kann nicht wahr sein. ist tatsächlich nichts geworden. Raus. Er ist umgeschmissen. Zack. Und Schau das heute. Ich habe eine. Was passiert? also, wenn ich den umgeschmissen habe, habe ich alle Bauern, alle Coups von dir erledigt sozusagen und darf den König angreifen. Und der muss, Wenn du den König angreifst ja, und der fällt, was passiert dann? dann habe ich gewonnen. Ist das Spiel nicht kompliziert? Ja. Überhaupt nicht. Okay, jetzt bist Überhaupt nicht. Aber das kann sein, dass ich hier noch 2 Stunden an diesem einen Coup festhänge und Roman hier alles fertig macht. Also noch habe ich nicht gewonnen und Okay. Roman nicht verloren. Toll, toll, toll. Du musst ihn noch schaffen. Okay. Oh, 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 oh. Oh, hast du das gesehen? Unglaublich, unglaublich, der steht immer noch. Okay, so kann es auch weitergehen, ne? Ich muss nicht sagen sollen, was passiert, wenn ich das nicht schaffe. Guck mal, wie nah dran bist du. Das ist ja Wahnsinn. Schau mal deine. Oh mein Gott, Guck mal. so oft berührt und nicht ein einziges Mal ist der umgefallen. Ich Das ist bei mir auch passiert. Unglaublich. Bisschen Jubel auf mich, ne? Leute, ich brauche eure Hilfe. So, komm, ich bringe dir ein bisschen Glück. Okay, danke schön. Konzentration. Yes! Yes, der erste ist umgefallen. Beste. Uh, Ich habe noch 4 Werfer. okay, 4 Würfe. Ich sag doch, ich bring dir Glück. Siehst du? Danke. Gerne. Nicht Das- das. Nein, das war das Absteckholz. Oh, okay. Ja, komm, mit einem kann man schon mal zufrieden sein. Genau, der Coup, der umgefallen ist von meinen Bauern, ne, der abgeworfen wurde, kommt jetzt über die Hälfte. Und er sollte nicht so kullern, aber hat er. Und den stelle ich jetzt hin. Es ist egal, ob ich ihn so oder so hinstelle, das kann man selber entscheiden. Ich glaube nicht, dass es da Regeln gibt. Okay, dann werde ich den jetzt
umschmeißen müssen. Okay. Und bitte nicht den König treffen. Das wäre ganz schlecht. Gut, jetzt habe ich noch 2. Damit gehe ich mal auf deinen letzten Bauern. Ah, das war zu weit. Okay, gut. Der Bauer aus dem Feld, der Coup geht raus. Der ist erspielt. Yes. Immer einen, ne? Siehst du, man kann nicht sagen, der eine gewinnt. Oh, das war knapp. Oh. Aber eine. Yes. Man muss natürlich aufpassen, dass man die Zuschauer nicht abschießt. Okay. Das heißt, du nimmst dir wieder den Bauer Jawohl. und läufst über das Feld. Über die Hälfte. Ich gehe mal ein bisschen weg vom König. Das hat mir nicht gefallen, dass ich eben so dicht bei war. Oh, das war nix. Deine zweite Chance, ne? Jawohl, zweite Chance. Ansonsten ist er raus. Okay, über die Linie. Okay, ja, Ich zeige dir für dich. danke schön. Bereit zu verlieren, Christiane? Nein, natürlich nicht. We are the champions, my friend. Jetzt komme ich dran. Okay, ich bin mal, Fest, Christiane. ich bin ganz mutig. Ich bin bei dem Bauern, den ich mit meinen Gedanken aufrecht stehen lasse. Oh Gott. Herzlichen Glückwunsch. Was? Das heißt, Leute, ich habe die Chancen jetzt. Es steht 1:1. Jetzt tatsächlich habe ich die Chancen, Gewinner zu sein. Weltmeisterschaft. Jetzt bin ich dran. Aber Gewinnen macht schon Spaß, ja? Ja, macht schon Spaß. Ja, okay. Jetzt geht los, jetzt geht los. So. Wir haben hier noch einen Bauern im Spiel, wo man ist dicht bei. Kannst du noch mal ganz kurz auf deine Füße achten, Herr Roman? Ja, danke schön. Wenn ich schon am Verlieren bin, mit Würde. Okay, Ich war so nah dran, oder? sehr nah. Ich habe auch immer nah dran, aber nah dran ist leider nicht umgeschmissen. Oh mein 2, Gott, jetzt bist du. Wieder. 3, 4. So, den einen Bauern, den du umgeschmissen hast, ne? Den Coup, der kommt jetzt aufs Spielfeld raus, der ist durch. Der ist raus. Was haben wir denn hier? Naja, die Chancen sind, ne? 6 Hölzer, ein Treffer bitte, ja? Ich hätte aber gerne auch ein Holz über, sonst darf ich auf den König nicht gehen. Wenn ich mit 6 Hölzern, wenn ich die verwerfe, dann habe ich nichts mehr. Oh, viel zu weit. Viel zu weit. Ui, endlich, endlich, endlich. So. Es sieht einfach aus. Ist es hoffentlich auch. Das heißt, du kannst gleich das Spiel beenden, oder? Wenn ich das Spiel richtig verstanden habe, darf ich jetzt den König umschmeißen und gewinnen. Oh mein Gott. Ich habe Angst, dass ich dich treffe. Yes! Da hat jemand verloren. Oh mein Gott, meine Lieben, ich habe verloren. Tut mir leid, ich Schau habe gewonnen. das. Du hast gut gespielt. Ich bin sonst immer so schlecht, aber heute, Fantastisch. wer hat mir geholfen? Oh, das war gut. Bravo. Ja, hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall, ich bin so begeistert von das Spiel. Danke dir. Ne? Und ich hoffe, dass ihr in diesen Krisenzeiten das Spiel besorgen könnt, ne? Weil die natürlich kostet wirklich gar nichts. Schau mal unter Kuppen, ne? Kuppennamen bei eBay am besten. Es gibt viele Hersteller, Anbieter, die verkaufen das einfach als Aktion. Ne? Ja, ja. Oh,
Also man kann es auch ein bisschen günstiger aus Kiefernholz kaufen. Ich glaube, ich habe es gerade sogar bei Butni gesehen. Ja? Ja, ja. Es, Aber bitte nicht vergessen, XXL-Version zu kaufen. Das heißt Ja. nicht diese kleine. Wir haben unsere Königin, ihr kann immer bei der Abmessung sehen, hat 30 cm die Länge. Das Ja. heißt, das ist wichtig. Der Großteil der Schilder kann man damit werfen. Okay, für die Kinder natürlich ist es zu groß. Es gibt Kinderversionen sozusagen, aber Erwachsene und Teenager, das ist einfach genial, Ja. diese ja, XXL-Version. Ne? darauf würde ich auf jeden Fall achten, weil es macht, man verliert den Spaß nachher, wenn man mit so kleinen Sachen spielt. Und die stehen nicht so stabil wahrscheinlich, das Holz ist weich und so weiter. Hier habt ihr gesehen, das Holz steht richtig stabil, sehr gut. Ne? So, auf jeden Fall in diese Corona-Zeiten, das ist die Empfehlung von uns an euch. Ne? Kostet nicht viel, ihr habt bestimmt Nachbarn, Familie, Bruder, Schwester, Mama. Ich glaube, dass es fantastisch ist, einfach draußen zu sein, weil natürlich, ich habe schon oft gesagt, was macht man in Corona-Zeiten? Man geht auch viel spazieren. Ne? Ja, genau. Aber wie oft kann man nur spazieren gehen? Ne? Wir sind Menschen, wir brauchen ein bisschen Abwechslung. Ja? Ja, Deswegen genau. machen wir ein bisschen Urlaub, deswegen machen wir das und das. Und das Spiel ist natürlich optimal auch für die Bewegung. Absolut. Was macht man? Man biegt sich immer nach rum, Ja, man geht ja, rum, ne? ja, Man sitzt nicht mehr am Stuhl und man isst und man wird immer dicker. Das war auch mein Fall. Ich habe viel zugenommen letzter Winter, aber ich habe seit langer Zeit so ein bisschen mich wieder in den Griff. Ich bewege mich ein bisschen mehr und spiele auch gerne. Und Christiane ist sowieso ein großer Fan von Spielen. Ne? Na ja. Du machst alle Arten von Spielen generell. Da Ne? haben wir uns gefunden, oder? Genau. Ja. Christian liebt das und deswegen, ich bin so dankbar für diese Empfehlung, wo du das gesehen hast. Kannst du dich erinnern? Du hast mir das irgendwann plötzlich gesagt. Roman, kennst du das? Ja. Ich habe gesagt, nein, ich habe nicht mal wirklich zugehört. Und dann irgendwann hast du mir ein Video gezeigt oder wie war das? Auf jeden Fall ist mir eingefallen, dass sich das Wikingerschach nennt und man sieht es, Leute spielen das im Stadtpark und am Strand habe Aber ich das auch schon wie hast du mich angesprochen plötzlich? War das eine Idee von neuen Spielen Ja, oder wie? wir haben überlegt, was können wir mal machen, Genau, ne, was macht draußen. man da? Genau. Und naja, da rattert das natürlich. Ne? Draußen spielen, Bewegung, muss nicht unbedingt Sport sein und schon, ja, Ja. und schon kommt's. So, mit diesem Video wollen wir uns verabschieden mit Beautiful Sunshine auf dem Gesicht. Ja, Wir genau. Schau mal, Ja. wunderbare Sonne da, noch ein Ja. bisschen. Und der Wind ist total weg, es ist total Stille hier. Wunderbar, Herrlich. genau. Und wir freuen uns auf das nächste Video. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid gesund. Ich bereite euch vor die nächste Reise im Sommer. Vielleicht ihr seid schneller als wir. Ne? Ja, wer weiß. Sagt ihr uns Bescheid, wo ihr hinfliegt, was ihr vorhabt. In die Kommentare werden wir uns freuen natürlich. Ne? Ja. Gut, dann vielen Dank. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche und wahrscheinlich gute Wochenende und viele Sonne und viele Freude und viele Liebe und so weiter und Gesundheit natürlich. Ne? Raus mit euch. Los. Dankeschön und dann bis nächstes Mal. Ciao. Ciao.